Der künftige Durchgangsbahnhof bildet das Herz von Stuttgart 21. Seine einzigartige Dachkonstruktion aus 28 Kelchstützen ist ein Meilenstein moderner Architektur und hat das Zeug zum neuen Wahrzeichen. Dieses Video richtet seinen Fokus unmittelbar auf den Bau der letzten Kelchstützen und Deckenfelder im nördlichen Teil der Talquerung. Zu sehen ist der Blick einer Webcam am Bahnhofsturm. Wir beginnen im Dezember 2022 und sehen im Vordergrund im Rohbau fertige Dachbereiche. Links oben im Bild wird an der 26. Kelchstütze der letzte Bewehrungsstahl eingebaut, ehe Beton fließt. Noch bevor der erste Schnee fällt, beginnen die Eisenflechter mit der Bewehrung der Hutze, jenem kranzartigen Rahmen, der als Einfassung des späteren Lichtauges dient. Über den Öffnungen der fertigen Kelche sind die schützenden Planen gespannt. Im Vordergrund haben sich auf den Planen Pfützen aus Wasser gebildet, die nach und nach abgepumpt werden. Im Januar wird die Hutze betoniert. Dann wird die Hutze ausgeschalt. Unterdessen platzieren die Arbeiter neben Kelch Nummer 26 die Schalelemente für die letzte der 28 Kelchstützen. Ende Februar wird im Schutz einer gelben Plane die Schalhaut nachbearbeitet, die Fugen werden verspachtelt, Unebenheiten abgeschliffen. Im März legen die Eisenflechter mit den Bewehrungsarbeiten für die 28. und letzte Kelchstütze los. Etwa 3 Monate benötigen die Spezialisten, um mehrere 10.000 einzeln vermessene Stahlstäbe jeweils an ihrem exakt vorgegebenen Platz einzubauen. Dankbar sind die Bautrupps dafür, dass sie die fertigen Dachbereiche noch als Lagerfläche für diverse Baumaterialien nutzen können, ehe in ein paar Wochen die Montage der Lichtaugen beginnt. Was für Laien möglicherweise nach großem Wirrwarr aussieht, folgt in Wirklichkeit einer detaillierten Baulogistik. Nichts ist zufällig abgelegt. Im Mai werden die Deckschalelemente, eine Art Konterschalung, montiert. So entsteht später beim Betonieren die mehrfach gekrümmte Oberseite des Kelchs. Dann am 3. Juni der große Tag. Zum letzten Mal fließt beim Bau von Stuttgart 21 Beton in die Schalung einer Kelchstütze. Noch im Juni setzen die Betonbauer der letzten Kelchstütze die Hutze auf. In der Zwischenzeit lagern zahlreiche Schalbauteile aus dem Kelchstützenbau auf dem fertigen Dach und warten auf ihren Abtransport. Sie werden teilweise für Recycling-Bauprojekte weiterverwendet. Mitte Juli schwenkt die Kamera für kurze Zeit etwas nach links. Im Bild jetzt der historische Bonatzbau, der, saniert und umgebaut, zusammen mit dem neuen Durchgangsbahnhof einmal beispielhaft zeigen soll, wie sich alt und neu sinnvoll ergänzen. Die Aufenthaltsbereiche für Reisende, die sogenannten Lounges, bilden später die Verbindung zwischen dem Bonatzbau und der Bahnsteighalle. Rechts des Bonatzbaus ist zu erkennen, wie ein Teil der Loungedecken gebaut wird. Die vielen zylindrischen Elemente heißen im Fachjargon Aussparungskörper. Von unten gesehen schaffen sie Vertiefungen in den Stahlbetondecken, in die dann beim Innenausbau die Beleuchtung montiert wird. Im August beginnen die Bautrupps damit, die letzten Lücken im Dach, die sogenannten Schwindgassen, zu schließen. Was Schwindgassen sind und welche Bewandtnis es damit hat, wurde bereits in früheren Zeitraffer-Videos erklärt. Daher kurz zusammengefasst: Nach einer Betonage verringert sich beim Aushärten das Volumen des Betons. Für das menschliche Auge ist das nicht wahrnehmbar. Dieser Vorgang heißt Schwinden. Um zu vermeiden, dass der Beton dadurch Schaden nimmt, werden die Bereiche zwischen den Kelchstützen, die Schwindgassen, erst später geschalt, bewehrt und betoniert. Die Schwindgassen um den sogenannten Sonderkelch waren eine besondere Herausforderung. Knifflig war deren Bau,
weil die Öffnung des Sonderkelchs in die entgegengesetzte Richtung weist. Überspannt von einer großen Glasgitterschale befindet sich hier künftig einer der Hauptzugänge der Bahnsteighalle. Ende August werden die ersten Schwindgassenbereiche am Sonderkelch betoniert. Kurz darauf werden von den Kelchöffnungen am rechten unteren Bildrand die Schutzplanen entfernt. Ein Zeichen dafür, dass der Bau der Lichtaugen an Fahrt gewinnt. Denn eine der ersten Maßnahmen dafür ist es, zur Arbeitsvorbereitung die jeweilige Öffnung kurzzeitig von der Plane zu befreien. Während die Firma Seele weiter den Bau der Lichtaugen vorbereitet, wird in den Schwindgassen, wenige Meter weiter, der ausgehärtete Beton in mehreren Schichten abgedichtet. Der Kran am rechten Bildrand ist einer von zweien, der im Dachbereich für den Bau der Lichtaugen benötigt wird. Das Deckenfeld wird hier so weit wie möglich geschlossen. Dasselbe geschieht Mitte Oktober am Kran in der linken Bildhälfte. Die Fassadenbauer arbeiten sich weiter vorwärts. Die Lichtaugenbauer von der Firma Seele stellen Anfang November die ersten Container. Diese werden um jede Kelchstütze gestapelt und mit Querträgern versehen. So entstehen provisorische Werkhallen, in denen die Seele-Monteure, geschützt von Witterungseinflüssen, die komplexen Lichtaugenkonstruktionen aus Stahl und Glas einbauen. Das Rohbaufinale steigt Mitte November. Die Schalelemente für das letzte Deckenfeld des Bahnhofsdachs werden positioniert. Die Eisenflechter benötigen für ihre Arbeit nur wenige Tage, sodass am Ende des Monats Beton fließen kann. Am späten Vormittag des 28. November ist das Dach des künftigen Bahnhofs geschlossen. Der Rohbau der Bahnsteighalle steht. Von nun an fängt die Webcam den Bau der Lichtaugen ein. Wie es damit vorangeht, sehen wir in einem der nächsten Zeitraffer-Videos.